Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mit mir lernt ihr Deutsch und in diesem Video werde ich euch den ersten praktischen Tipp geben. Ihr seht hier eine ganze Reihe von Nummern und fragt euch sicher, was die bedeuten sollen. Ganz einfach. Das sollen Telefonnummern sein. Telefonnummern aus eurer Stadt. Die habe ich mir natürlich ausgedacht. Diese Nummern existieren nicht, sie sind frei erfunden. Aber ich versuche euch hier in diesem Video ein System zu erklären, das euch in vielen Situationen helfen kann. Welches System? In jeder Stadt gibt es eine zentrale Nummer, die ihr anrufen könnt, und dort könnt ihr dann fragen, wer für euer Problem zuständig ist. Also wer euch weiterhelfen kann. Auch wenn ihr noch kein Deutsch sprecht, müsst ihr viele Ämterangelegenheiten erledigen. Auch wenn ihr noch kein Deutsch sprecht, müsst ihr vielleicht euer Kind im Kindergarten anmelden oder in der Schule. Oder ihr wollt einen Sprachkurs besuchen, wisst aber nicht, wen ihr fragen könnt. Und über die zentrale Nummer der Stadt findet ihr heraus, ob es in eurer Stadt Angebote gibt, die euch weiterhelfen. Oder wenn ihr zu einem Amt müsst, könnt ihr über diese Nummer erfahren, wann die Öffnungszeiten sind, ob das Amt eine Homepage, also eine Seite im Internet hat, ob ihr alle Papiere habt. Ihr könnt dann dort anrufen und fragen, ob ihr schon alles habt oder ob ihr noch ein spezielles Papier braucht. Und so müsst ihr nicht 10-mal zu dem Amt gehen und 10-mal dort warten. Also, in diesem Video erkläre ich euch jetzt, wie das mit der Nummer funktioniert. Alle städtischen Nummern in einer Stadt, so ist es jedenfalls bei mir in der Stadt, und ich kenne inzwischen 4, 5 andere Städte, in denen das genauso funktioniert. Und ich denke, dass das in ganz Deutschland so sein wird. Ihr könnt das ganz einfach ausprobieren. Wenn ihr einen Brief von einem Amt bekommt, steht dort immer eine Telefonnummer. Wenn das jetzt zum Beispiel der Brief ist, hier steht sehr geehrter Herr, sehr geehrte Frau, so und so. Und hier oben steht eure Adresse. Dann steht hier zum Beispiel Telefonnummer 0346. Das ist die Vorwahl für eure Stadt. Und danach kommt die Telefonnummer des Amtes. Darunter steht dann noch eine Faxnummer, vielleicht eine E-Mail-Adresse, vielleicht ein Name. Das kommt auf das Amt an. Manche geben mehr, andere weniger Informationen. Aber eine Telefonnummer steht dort immer. So, und wenn ihr jetzt verschiedene Schreiben von verschiedenen Ämtern nehmt, dann könnt ihr euch auf einen Zettel, so wie ich das jetzt hier auf diesem Zettel gemacht habe, alle Telefonnummern, die ihr hier oben findet, aufschreiben und habt dann vielleicht so eine Liste. Versucht also, so viele Telefonnummern wie möglich von verschiedenen Ämtern aufzuschreiben. In meinen Beispielen seht ihr, dass die ersten Nummern immer gleich sind. Jede Nummer beginnt mit der 3, wird von der 7, gefolgt von der 7. Dann kommen aber unterschiedliche Nummern. So, und das ist jetzt wichtig. Es gibt Städte, in denen die zentrale Nummer, die Nummer der Stadtverwaltung, mit 2 Zahlen plus 0, also zum Beispiel 370 lautet.
Es gibt aber auch Städte, in denen das vielleicht eine 3720 wäre. Wie findet ihr heraus, wie das in eurer Stadt ist? Ganz einfach. Wenn ihr diese Nummern hier stehen habt, seht ihr, die 7 ist überall gleich. Das ist also eine Nummer, eine Zahl, die auf jeden Fall mit zu der zentralen Nummer gehört. Aber an dritter Stelle habt ihr hier Zweien und dann kommen andere Zahlen. Hier eine 6, nochmal die 2, 6, 6, 8, 4. Das bedeutet, in der Stadt, in der fiktiven Stadt, die ich mir hier ausgedacht habe, lautet die Telefonnummer für die Zentrale 370. Alle Nummern, die unterschiedlich sind, bei denen es Abweichungen gibt, 6 und 2, 4 und 8, bei denen wisst ihr, dass das nicht eure zentrale Nummer ist. Ihr werdet aber vielleicht, wenn ihr die Nummern abschreibt, sehen, dass manchmal nicht nur die ersten beiden Nummern richtig gleich sind, sondern auch die dritte und vierte Zahl übereinstimmen. Diese 3 Telefonnummern, wenn das echte wären, diese 3 Telefonnummern sind offensichtlich von der gleichen Art des Amtes. Diese 3 Nummern wären zum Beispiel alle Nummern vom Sozialamt oder alle Nummern vom Ordnungsamt, vom Jugendamt, von der Meldebehörde. Und die letzten Nummern, werden dann den einzelnen Räumen zugeteilt. Das bedeutet nicht, dass die 03 Raum 3 ist. So gut organisiert sind wir nun auch wieder nicht. Aber wenn diese beiden Nummern übereinstimmen, sind die Telefone, die zu diesem Anschluss gehören, sehr wahrscheinlich im gleichen Haus, im gleichen Gebäude. Und die ersten 2 Zahlen bedeuten, dass das die Nummern von eurer Stadt sind. Das sind alles die Nummern von der Zentrale. Und das kennt ihr übrigens, oder ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist, aber in Deutschland gibt es das nicht nur für die Stadtverwaltung, sondern auch bei großen Unternehmen. Auch bei großen Unternehmen beginnen die Nummern für verschiedene Personen oft gleich. Und wenn ihr die Zentrale dieses Unternehmens anrufen müsst, dann entfernt ihr einfach die letzten Zahlen, fügt eine 0 hinzu, eine 0, 0, dann habt ihr 370 und wisst, wie die Zentrale lautet. So, jetzt stellen wir uns einmal vor, dass diese Nummer hier nicht da ist, die nicht und die unteren nicht. Also, alle Nummern fangen an mit 372, die ist weg und die sind weg. Also es bleiben diese und die. Dann wird die Nummer für eure Zentrale 3720 lauten. So, wenn ihr jetzt noch Fragen habt und das vielleicht alles ganz neu für euch ist, könnt ihr mir gerne in den Kommentaren 2 oder 3 Nummern schreiben und dann kann ich euch gerne helfen, die zentrale Nummer herauszufinden. Ihr könnt aber auch einfach eine Nummer anrufen und fragen, wie die zentrale Nummer lautet. So, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Ich interessiere mich auch dafür zu erfahren, ob das etwas Neues für euch war oder ob ihr das alles schon wusstet, wie das bei euch zu Hause ist. Vielleicht bin ich irgendwann mal in eurem Land und verstehe die Sprache nicht. Und dann wäre es ja auch gut für mich zu wissen, ja, ob das bei euch auch so funktioniert. Deswegen bin ich gespannt auf die Kommentare. Schreibt mir, aus welchem Land ihr schreibt, also aus welchem Land die Erfahrung ist, dass das System existiert oder nicht existiert.
Und ja, ich freue mich auf eure Antworten und hoffe auch, euch im nächsten Video wieder begrüßen zu können. Und vergesst natürlich nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ihr seht, jetzt kommen hier auch wirklich praktische Tipps, die euch im Alltag eine Menge Arbeit nehmen können und euch das Leben doch ein kleines bisschen vereinfachen. Okay, bis dann. Ich hoffe, ihr habt was gelernt und vergesst nicht mehr zu schreiben. Tschüss!